Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und heute seht ihr das zweite Teil vom Schwertbau. Das Schwert haben wir ja soweit schon mal fertig. Dann fangen wir jetzt an, das Ganze zu pinseln. Und dann den Rest halt noch, was gemacht werden muss. Ne? Wir sehen uns. So Leute, dann machen wir jetzt erstmal wieder irgendwann in den Griff, damit wir das Ganze auch weghängen können. Nehmen einfach mal wieder den Lederstreifen hier. Knoten hier unten mal so ein bisschen dran. So, und dann fangen wir an zu pinseln. Erstmal wieder schwarz, kennen wir ja schon, ein paar Schichten drauf. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn alles drauf ist. Also bis später. So Leute, das Schwarze ist jetzt soweit drauf. Dann fangen wir jetzt mal an mit der Farbgebung. Diesmal fangen wir mal wieder an mit der Gunmetal. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Farbe drauf ist. So Leute, das haben wir jetzt schon mal drauf, dann lassen wir das jetzt erstmal trocknen. So Leute, das Silber ist jetzt hier trocken. Jetzt gehen wir noch ein bisschen mit Silber hin. Ja, auch ein guter Übergang. Das Silber ist trocken, wir gehen jetzt mit Silber hin. Naja, gut. So, passt auf Leute. Wieder ein bisschen trocken bürsten. Dann jetzt so einen kleinen Schwamm wieder. So Leute, ich habe jetzt über die Klinge, wo ich noch mit der Acrylfarbe drüber gegangen bin, noch eine Ladung transparentes Flexipaint drüber gemacht, um die Farbe noch ein bisschen zu fixieren. Und jetzt lassen wir das Ganze noch trocknen. Und dann können wir anfangen zu topcoaten. So Leute, das Transparent ist jetzt soweit trocken. Jetzt gehen wir wieder hin. Nämlich wieder den matten Topcoat. So Leute, dann lassen wir das Ganze jetzt noch ein bisschen trocknen und dann jeder dann den Griff. Bis später. So Leute, der Topcoat ist jetzt fertig, alles trocken. Jetzt fangen wir an und machen noch das Leder an den Griff. So Leute, es ist verbracht, das Schwert ist fertig. Ja. Ich denke mal, dass das so ganz okay ist. Ja. Oder? Ja. Ist jetzt halt nichts Besonderes. Hat jetzt doch keine Lust noch ein paar Verzierungen drauf. Man kann das noch ein bisschen hübscher machen. Aber ansonsten denke ich mal, ist das ganz okay, oder? So, wenn das Ganze euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen oben lasst, einen netten Kommentar oder irgendwelche Anmerkungen, würde ich mir auch freuen. Und ansonsten wäre schön, wenn ihr mich abonnieren würdet. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wir sehen uns.